2020 weiter. Wir haben uns schon im Halbfinale in die Semifinale gebracht. Das last races zwei bei den Invictus Games, drei Premiere. Tag der Entscheidungen im Rollstuhlbasketball, nur die besten zwei Teams der beiden Gruppen kommen ins Halbfinale. Für Australien in Gelb, der Griff nach dem Strohhalm stiegen gegen das Vereinigte Königreich. Nur mit einem Sieg hätten sie noch zusätzliche Chancen auf das Halbfinale. David Argyle jedoch machte die ersten Punkte für das Team UK, das mit 4:0 in Führung ging. Mit einem gezielten Wurf konnte Xavier Green für das Team von Down Under unbedingt den Anschluss erzielen. Bis in das letzte Drittel hinein blieb es spannend. Dann aber konnte sich das Vereinigte Königreich etwas absetzen. Matt Frick hatte freie Bahn bis unter die Korb-Zeit zu zwingen. Es waren die entscheidenden Punkte. Australien mit dieser 7:13 Niederlage ohne Chancen auf das Erreichen des Halbfinals. UK bedingt mindestens den Erfolg von vor einem Jahr zuvor in Den Haag. Team Unconquered 2 hatte es schon am ersten Tag des Wettbewerbs schwer. Bislang kein Sieg. Nun wartete die Unsere. Die wollten unbedingt ins Halbfinale, mussten aber erst einmal das Spiel für sich entscheiden und auf etwas Hilfe von Neuseeland. Später gegen Frankreich hoffen. Es sollte einseitig werden. Die Orgien machte sich im ersten Drittel kurzen Prozess. Zu Beginn des zweiten Drittels hatte das Team Unconquered 2 erst einen Freiwurf verwandeln können. Die Georgien nutzten jeden Fehler. Ahmed Safarov fuhr mit dem Fastbreak zum 14:1. Das Spiel lang entschieden. Georgien tat noch etwas für die Punktedifferenz. Großer Jubel aber an der Bank, als Team Unconquered 2 im letzten Drittel aus dem Spiel heraus den celebrations on the bench day. Georgia Unconquered 2 scored late consolation points. Georgia winning 36 points to 5. Excitement in the stands and tension on the court. New Zealand at the Black Jerseys took on France. The French made the better start, their Greek here making it 6 points to 0. New Zealand was still without a point by the end of the third period. And not much change either, France pulling away to give New Zealand little chance. The French eased off and their opponents did take advantage to score the last point. Aber es war ein ungefährdeter 18:4 Erfolg für Frankreich. A comfortable 18-4 victory for France. In Group B Ukraine met Australia. Ukraine still with hopes of reaching the semi-finals. Both are relying on the United Kingdom to lose to Canada. Australia struck first in green. There was a standing ovation for the Harriet Brooklyn Harriet. They took their seats in their fans. And they saw a tense climax as the team led on the final score. Dann macht aber Semen Lahun die entscheidenden Punkte für das Team aus der Semen Lahun scored the decisive points for the team from Ukraine to seal a narrow 8-6 victory. However, that win was academic after the United Kingdom beat Canada. The semi-finals we now know. Group A, the defending champions of the USA, France, and Group B, Team Unconquered 1 and the United Kingdom. My name is Dmitro Polovyan. I'm from Ukraine. I reintroduce Team Ukraine. So sports, what I reintroduce, it's arching, swimming, and wheelchair basketball. First time when I hear about Invictus games, I just, it's not for me, because I just returned from a battlefield, and I don't think about anything, just for rehabilitation, how to return to my own legs and start walking again and return in the battlefield again. Things change when I hear about Invictus game in the second time. From other men in other hospital, he not say like
you must try it or something like that. You just say you must do it, and it's not a choice. You just do it, and that's all. My story is, for some people it's like horror story, for other people it's a sad story. For me it's just a part of my life. When the war was happened, I don't think that I must sit at home, I must hide or something like that. I think that my friends in the battle, I must join to them. And then I just go to the army, start training, going to the first battle, and then in the second battle I was wounded. I have many wounds, one in the chest, one in the stomach, one in the legs, in the back, and I stay in the battlefield after wounded. And in the second day, Russian occupation army take me in the prison. And 3 months I was being in prison in Crimea, and after 3 months will change in our soldiers. And then I come back to home. Almost come back to home. I never surrender, I never accept surrender, and I never retreat. I follow this most of all in prison. When I was in prison, I just always repeat these words to me, and it's helped to hope. Of course, when I come back, I have the list of friends and brothers in arms who I will recommend to join to the Invictus Games and try it, because it's important for them. Beim Indoor-Rudern standen die Sprintdisziplinen auf dem Programm. Der Kampf gegen den Körper, gegen den Kopf. 1 Minute Anspannung. Im Rennen der Männer in der Klasse IR2 war es am Ende der Südkoreaner Seo Min-cho, der die Nase vorn hatte, holte mit großem Abstand Gold. Auch an diesem Tag die Wettkämpfe mit Düsseldorf. Die Indoor-Ruderer bekamen die große Bühne in der Merkur-Spielarena in Düsseldorf. Bei den Männern in der Klasse IR5 wurde es ein packender Dreikampf mit ungewissem Ausgang bis zur Endabrechnung. Gerade einmal 3 gemessene Meter trennten die Medaillengewinner nach 1 Minute Sprint. 361 Meter. Die Distanz des Siegers aus den USA, Gregory Walker. Nikola Sawicki aus der Ukraine fuhr nur 2 Meter weniger und Silber. Deutlicher Darstellung der Aufgangsrennung in der Klasse IR4. Auch hier ein US-Amerikaner an der Spitze, Jason Chris, fuhr 341 Meter und holte Gold. Bei den Frauen in der Klasse IR6 wurde es einmal mehr ein Strudel um die Medaillen. In ihrem Lauf lieferten sich Stacey Denier aus dem Vereinigten Königreich und Laura Raynell aus Australien im Kopf-an-Kopf-Rennen. Denier entfiel in letzter Sekunde. Mit dem letzten Zug schloss Raynell gleich auf. Und wie wichtig das war, zeigte sich im zweiten Lauf. In dem dominierten einmal mehr die Australierinnen, auch wenn sie in der Grafik ganz gezeigt werden. Brooke Mead musste sich mit 5 Metern weniger nur Teamkollegin Erin Brigden geschlagen geben, die Gold holte. Stacey Denier und Laura Raynell aus dem ersten Lauf holten beide Bronze. Bei den Männern der Startklasse IR6 waren es aufgrund der zahlreichen Starter insgesamt 4 Läufe. Alle gaben ihr Bestes im ersten. Mit den Medaillen hatten sie jedoch nichts zu tun. Der zweite Lauf, der spannendste in dieser Klasse.
Maxim Dmitrasch aus der Ukraine und Przemysław Kowalski mit einem tollen Fight um die Medaille. Bis kurz vor dem Ende führte noch der Ukrainer. Mit den letzten Zügen wurde er doch noch von Kowalski überholt. Überraschter Dritter, Bram Hanstede aus den Niederlanden. Und damit endeten zwei spannende Ruderwettkampftage, die zurecht ihre große Bühne bekamen. I feel honored. I feel great to be among the pioneers, the first African country to represent in Germany. I feel on the Invictus Games, and I feel very, very happy. I'm excited to be the team captain of Team Nigeria. It's not easy, but I feel honored. I'm very, very happy. It's exciting. It's an experience for us, and we are elated as a nation that we are part of these games, and I'm part of a community, and it's something you can't purchase, you can't buy. And an experience is more than the medals, the love, the food, meeting different people, different nations, different languages. It's an experience. It's an experience. Feedback from the boys, they are excited that they could meet people like them, and the love for them is massive, and they're enjoying every bit of it. For me, and it's a clarion call to other nations in Africa, that this is something that we would want them to be part of. I'm the first team manager in Africa. I pride myself with that title, and it's a clarion call that Africa needs to join this community. It's really exciting for us, for all of us. It's the first time for Colombia, the first Latin American country participating in the Invictus Games. We're really proud to be here. We prepare ourselves for that. They were training many times or preparing for this competition. But it's not only about competing. We like to share with other countries. So that's the most important part. Share with others, sharing experiences, and doing our best. For Colombia to be here for the first time is very important, because it's a good opportunity that people around the world know what the soldiers in Colombia are doing all the time. We have internal conflict, and we have many soldiers who was injured during the service, and this is very important because people know what happened in Colombia right now. It's the first time we come here. It's the first international race we do, all of us. And you meet a lot of people, a lot of injuries. It's very interesting. To be part of the Invictus is unique, it's huge, it's amazing things going on here. I would recommend to all of the countries to join the Invictus. Wenn es bislang noch nicht ernst wurde, spätestens in den Halbfinals im Rollstuhlbasketball. Die USA gegen das Vereinigte Königreich, das hier zu den Invictus Games mit großem Anhang angereist ist. Team UK in Blau versuchte, das Spiel der US-Amerikaner früh zu stören, die Stühle festzumachen. Dennoch fand in diesem Fall Anthony Smith die Lücke und zeigte die Klasse des Teams. Kevin Green vollendete zuerst die Führung für die USA. Team UK noch dagegen. Ein perfekter Wurf von Matt Trick brachte den Anschluss. Dann aber zeigten die USA, warum sie Philipp Anspruch auf die Titelverteidigung haben. Und wieder einmal trinkte Brent Garlick auf, das 13:2. Damit hat die Garlick schon 8 Punkte gemacht. In den Halbfinals werden zweimal 15 Minuten gespielt, doch bereits gegen Ende der ersten Hälfte sah die USA bereits wieder sichere Sieger aus. Tyler Sasser mit dem 21
hier das aus der Pause stammt. Neuer Durchgang, gleiches Spiel. Die USA kamen immer wieder unbedingt zu freien Würfen. Julius McManus, die USA holten einen zu jeder Zeit ungefährdeten 29:10 Sieg und spielen erneut die Goldmedaille. Das Gemeinschaftsgefühl bei den Invictus Games groß nicht nur bei den Athletinnen und Athleten, sondern auch beim bestens gelaunten Publikum. Das zweite Halbfinale, Team Unconquered 1, eine Mischung aus niederländischen und deutschen Athleten, bislang noch ungeschlagen gegen Frankreich. Beste Stimmung auf den Ringen, nicht nur für die Kleinsten, sondern auch für das ein oder andere Team. Beste Stimmung auch beim Team Unconquered 1. Wir gingen erst einmal mit 4:2 in Führung, Jean-Pierre nach 6 Minuten mit dem friedlichen Ausgleich. Frankreich übernahm allmählich die Oberhand, hat immer mehr Lücken in der Abwehr von Team Unconquered 1. Jean-Charles mit dem letzten Korb vor der Pause 13:6, die Führung für Frankreich. Niederländer und Deutsche auf der Tribüne vorrangig in ihrem eigenen Grüppchen auf dem Feld gemeinsam. Die zweite Hälfte und Frankreich vergrößerte den Vorsprung weiter. Blies unter dem Korb, vollkommen frei, das 23:10 für Frankreich. Und dieser Vorsprung zum Team Unconquered 1 sollte nicht mehr zurück ins Spiel kommen. Tränen der Freude bei den Franzosen. Sie stehen zum ersten Mal überhaupt in einem Rollstuhl-Basketballfinale bei den Invictus Games. 27:12. Der Endstand. Aber auch das Team Unconquered 1 hat sich Applaus und Respekt verdient. Sie spielen zumindest noch im Bronze. Im Counting. My name is Bob Baudry from Team Canada. My injuries are PTSD. I have injuries in both my feet, my right hip, my left knee, and my lower back. And I will be participating in 3 sports: wheelchair rugby, swimming, and archery. Invictus Games are special to me because as a result of my service-related injuries, I was no longer able to serve in the military. And so I lost my identity. Being able to represent my country, that alone is enough to make me stand up. And now I get to not only motivate myself, but motivate and lead others through my own injuries. A lot of times we get injured and we think this is it, this is as good as it gets. But no, it can get a lot better. You just keep pushing forward, it can get a lot better. Never give up, keep pushing forward. My biggest motivation is my family. 1 year after a Remembrance Day ceremony, my daughter said to me, "Dad, I think I'm going to join the military." And I was very surprised by that. And I said, "You've never mentioned this to me before. Why? Why now?" And she said, "You inspire me, Dad." When she said that, it really gets you here, right? And no matter what, like I thought when you get injured, I failed as a soldier, I failed as a father, I failed as a husband. But when you hear words like that, I don't feel like a failure. I don't feel like a failure at all. And I'm honored to have children like that. And they see a lot more than I think they see. And with them in my corner, I believe I can do just about anything. I know that every one of us have our own individual journey, but we all have a common bond. 1, we all served, some still serving. 2, we've all been injured. And that with that common bond, we can share stories, we can support each other. With sometimes when I see a fellow teammate that I can pick up on when they're not doing well, and I'll go up to them and ask them, "Are you doing okay? Do you need to talk?" And people have done that to me as well. And I'm okay with them supporting me, and they're okay with me supporting them, because that's what we do.
I want to show people that no matter how bad things can be, there is always another side. And if you keep pushing forward, leaning into it, you will get through the other side. If you just get through that, keep pushing forward, not a day at a time, not a minute at a time, 1 second at a time, and whatever that takes you to, you too can eventually maybe participate in the Invictus Games. Die Tischtennisturniere bei den Invictus Games, sie hatte viele spannende Spiele parat. Der erste Wettkampftag startete mit dem Herren-Doppel. Im Wettkampf der Klassen TT4, TT7, also den Stehenden, kam es im ersten Halbfinale zum Duell zwischen dem israelischen Duo Cesari Zorik und den deutschen Kade Münster. Beide Teams hatten bislang noch keinen Satz abgeben müssen in diesem Turnier. Gespielt werden 2 Gewinnsätze bis 11. Unter dem Applaus des Publikums ging es, nachdem Kade Münster den ersten und Cesari Zorik den zweiten Satz gewonnen hatten, in einen entscheidenden dritten. In diesem konnten sich die Deutschen zunächst einen kleinen Vorteil erarbeiten. Doch das israelische Duo konterte und hatte den ersten Matchball. Es war nur eine Kleinigkeit, aber die reichte. Cesari Zorik danken bei der Premiere im Finale. Applaus, Glückwünsche, Respekt für ein tolles Spiel. Für die Deutschen ging es nun um Bronze. Instead of gold, they'd play for bronze against Denmark and their pairing of Mike Das Spiel um Platz 3, die Deutschen gegen das dänische Duo Holmberg-Hüter. Im ersten Satz war es bis zum 2:2 noch ausgeglichen, dann Kade Münster mit dem ersten Break und dem großen Vorteil. Danes had lost to Israeli opposition themselves in the semi-final. In the first game of the bronze medal match, Germany put their disappointment behind them and worked hard to create a 4-point lead, which they converted to win the first game. Erster Satzball. Abgewehrt. Die Dänen schöpften Hoffnung. Satzball Nummer 2. Dies war der Fehler beim dänischen Duo. Kade Münster mit der 1:0 Satzführung. Der zweite Satz noch härter umkämpft. Deutschland legte vor. 7:6. In the second game, the pattern repeated. A tight first 10 points, then Germany went 4 points ahead. Aufschlag Dänemark. But this time, Ganz it brought wichtiger up und match der point. Fehler. Matchball Kade Münster. Der Ball zu hoch, eine Einladung, ein Geschenk oder eine Falle. Mit 11:8 gewinnt das deutsche Duo unter Toren. Big roar to mark a bronze medal for Torsten Kade and Christian Munster. Then it was the gold medal match. 1 flag, 2 teams, 4 unbeaten players. On the left, the Yagor Cesari and Menash Zorik, and on the right, the Boas Arad and Yagil Lagzil. Wem sie die Daumen drücken sollten. Cesari Zorik kamen Cesari and Zorik settled much quicker into the final and took a commanding lead. And then the first game. They were all businesslike, in appearances at least. Second game, the eagerness of Arad and Lagzil to get back into the contest played into their opponent's Im hand. zweiten mussten Arad Lagzil also volles Risiko gehen. Er spielte aber ihren Gegnern in die Hände. Und so dauerte es nicht lange bis And it wasn't zum long Matchball. before match point came to pass. Yagor Cesari and Menash Zorik winning in straight games Der to take erste the title for war Israel. gleich.
New nation at these Invictus Games, winning in a new sport. Zorek die erste Goldmedaille überhaupt im Tischtennis bei diesen Invictus Games. Highlight jetzt das Team aus dem Vereinigten Königreich zeigt sein Studio wieder einmal mehr. One of the races that is the spirit of what these games are all about. Right in front of you, she is joined by 18 of her teammates on the rowers as Frankie goes for gold. Now to bring you up to speed, we have, let's go, 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. And that is the Invictus Games.